zusammen, in meinem heutigen Video möchte ich euch meinen digitalen Audi-Arbeitsplatz vorstellen. Nachdem ich nochmal meine Arbeitsweise analysiert hatte, entstand dieser im vergangenen Jahr und ist meinem analogen Mischpult nachgeschaltet. So muss ich bei Arbeiten, die nur am Studiorechner stattfinden, die Analogtechnik nicht unnötig laufen lassen und habe auch nur die Geräte in Griffweite, die am aktuellen Prozess beteiligt sind. Bevor wir in das Thema einsteigen, noch eine Bitte. Wenn euch das Video gefällt, klickt doch einfach auf den Gefällt mir-Button und schreibt eventuell einen Kommentar. Als alter Bühnenmusiker lebe ich vom Feedback des Publikums. Wenn ihr dann noch meinen Kanal abonniert, bin ich total glücklich. Um meinen vorhandenen Platz optimal auszunutzen, hatte ich beschlossen, den Tisch für meinen digitalen Arbeitsplatz selbst zu bauen. Hierzu verwende ich einfach ein elektrisch höhenverstellbares Tischgestell und eine Platte aus dem Baumarkt. Diese wurde mit Ausschnitten für die Basstraps versehen. Die Basstraps dienen wie zuvor dann als Ständer für die Studiomonitore und sind somit auch von der Tischplatte entkoppelt. Auf dem Tisch stehen dann das SPL Crimson als Audio-Interface und Controller für die Studiomonitore, der Avid S1 als DAW-Controller mit Motorfedern, ein Rudel TC Plug-in-Controller, das TC Clarity M Audiometer und last not least der geniale UC1-Controller für Channel Strip und Buskompressor von SSL. Alle genannten Komponenten sind mit Cubase 11 Pro verbunden. Wir starten mit dem SPL Crimson. Das hochqualitative USB-Interface aus deutscher Herstellung gibt es nun schon einige Jahre und ist mittlerweile in der 3. Version erhältlich. Das bedeutet auch, dass man auf dem Gebrauchtmarkt Geräte der 1. und 2. Generation zu einem günstigen Kurs erstehen kann. Da ich die zusätzlichen Features der neueren Versionen wie Talkback-Mikrofon und Phonitor Kopfhörermatrix nicht benötige, habe ich mich für ein gebrauchtes Gerät der 1. Generation entschieden. Diese findet man auf den typischen Kleinanzeigenportalen für um die 300 €, manchmal auch deutlich darunter. Das Gehäuse ist massiv aus Metall gefertigt, Ersatzteile wie zum Beispiel verschließende Regler kann man direkt beim Hersteller SPL bestellen. Das Crimson vereint unterschiedliche Aufgaben in einem Gerät. Zum einen bequeme Regelung der Lautstärke, 2 Kopfhörerverstärker, 2 hochwertige Mikrofonanschlüsse mit Phantomspeisung und Trittschallfilter, 2 hochohmige Instrumenteneingänge. Zusätzlich gibt es 3 analoge Stereo-Eingänge, diese können parallel genutzt werden, um externe Audioquellen an die Monitorboxen zu schicken. Hier habe ich zum Beispiel den Local-Monitor-Ausgang meines Midas Analogpultes angeschlossen. Alternativ zu den Mikrofon- und Instrumenteneingängen findet man auch 4 Line-Eingänge auf der Rückseite. Bei mir liegt hier der Matrix-Ausgang des Midas Venice an. So kann ich in Cubase ohne Wechsel des Audiotreibers die Busse des Analogpultes zum Rechner schicken. Weiterhin gibt es digitale SPD-IF Ein- und Ausgänge sowie einen alternativen Line-Ausgang, um zum Beispiel ein zweites Boxenbar ansteuern zu können. Im Crimson ist ein 6x6 Audio-Interface integriert, sodass jeweils 4 analoge und 2 digitale Anschlüsse über USB mit dem Computer verbunden sind. Bei Interesse an weiteren Details empfehle ich euch, einen entsprechenden Testbericht zu lesen oder die Anleitung bei SPL herunterzuladen. Als primären DAW-Controller nutze ich den S1 von Avid in Verbindung mit einem günstigen Android-Tablet. Diese sind über Ethernet bzw. WLAN mit dem Studiorechner verbunden. Die Kommunikation mit Cubase erfolgt hier über das professionelle Eucom-Protokoll. Dies ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Kanalfelder, alle Effektwege, Plugin-Parameter und so weiter. Es macht schon mächtig Laune, die Parameter eines Lexicon-Style-Reverbs klassisch über die Fader einzustellen. Auch sind auf dem Tablet eine Transportsteuerung oder Vorbelegungen mit gebräuchlichen Funktionen vorhanden. Ebenso findet man Solo, Mute, Record und Select-Taster an jedem der 8 Kanäle. Das Ganze ist erweiterbar auf bis zu 4 S1 mit jeweils 8 Kanälen und dem Dock-Controller von Avid, jeweils mit einem eigenen Tablet. Ich empfehle jedem, der die Möglichkeit des Eucom-Protokolls in seiner Audiosoftware hat und ein Tablet sein eigen nennt, die kostenlose App von Avid zu installieren und die Fernbedienung via Tablet auch ohne extra Hardware-Controller zu testen. Allerdings muss man hierzu bei Avid ein kostenloses Nutzerkonto einrichten. Einige Effektgeräte von TC Electronic, wie beispielsweise das Delay 2290, kann man sicherlich als Studioklassiker bezeichnen. Seit einigen Jahren gibt es nun einige dieser Klassiker sowie auch einige Neukreationen als VST-Plugins mit jeweils passenden kleinen Controller. Hier konnte ich nicht widerstehen und habe mir ein kleines Rudel dieser Controller zugelegt. Mit dem TC-Sound bin ich sowieso durch meine beiden TC-Hardware-Effektgeräte vertraut. Kurz hervorheben möchte ich den TC Brickwall Limiter, der auf Algorithmen des großen 6000er-Systems basiert. Hier erhält man ein nach meiner Meinung hervorragend klingendes Plugin, welches auch durch innovative Dinge wie dem Signalrekorder besticht.
Mit diesem kann man dann zum Beispiel rückverfolgen, an welchen Stellen im Song der Limiter wie stark angesprochen hat oder auch ob die gewünschte Lautheit eingehalten wurde. Das Thema Kontrolle der Lautheit passt auch gut zum Audiometer Clarity M von TC. Man hat zwar mit den Bordmitteln von Cubase Pro 11 die gleichen Möglichkeiten, es ist allerdings schon ein großer Komfortgewinn, wenn man die Anzeigen im Blick behalten kann, während man in Cubase arbeitet, ohne hierzu extra die Anzeigen am Monitor aufrufen zu müssen. Neben der klassischen Analyzer-Darstellung des Frequenzgangs bietet der Clarity M unter anderem auch Stereo-Sichtgerät, Korrelationsgradmesser und ein Lautheitsradar. Mir hat es sehr geholfen, mich nochmal mit der Thematik Lautheit und Aussteuerung auseinanderzusetzen, um letztlich beim Mischen konsistentere Ergebnisse zu erhalten. Zum Schluss kommen wir zum UC1 von SSL. Das ist natürlich für alle, die von Analogpulten kommen, der Hit. Zwar beschränkt sich die Bedienung nur auf die SSL hauseigenen Plugins Channel Strip und Buskompressor, diese spielen aber in der obersten Liga mit. Bei mir liegt in der Regel in jedem Audiokanal das Channel Strip Plugin von SSL. Man kann dann direkt am Controller den Kanal anwählen und bekommt auch den Kanalnamen im Display gezeigt. Die One-Knob, One-Function-Philosophie ist zumindest bei den Audioparametern komplett durchgezogen. Alle Encoder besitzen LED-Grenze zur groben Anzeige der eingestellten Werte. Den genauen Wert kann man nach Berühren des Encoders im Display ablesen. Auch finden wir hier eine Solo- und Cut-Funktion. Das ist wirklich praktisch, da man nicht den Controller wechseln muss, um zum Beispiel die EQ-Einstellungen eines Kanals im Solo-Modus zu überprüfen. Damit dies funktioniert, muss allerdings in jedem Audiokanal das Plugin eingebunden sein. Der Klang des SSL Channel Strips und des Buskompressors ist sofort vertraut. Kein Wunder, da ja viele weltbekannte Songs auf den SSL-Pulten gemischt wurden und werden, die hier als Vorbild dienen. Dürfte ich von dem in diesem Video vorgestellten Komponenten nur eine behalten, wäre das sicherlich der UC1. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen Überblick über meinen digitalen Audioarbeitsplatz geben. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr die Kommentarfunktion nutzen oder mich direkt kontaktieren. Schaut auch bitte bei Gelegenheit bei meinen anderen Videos rein. Über ein Gefällt mir oder gar ein Abo freue ich mich auf jeden Fall. Dann ciao, bis zum nächsten Mal.